Hast du das gesehen oder halt die Augen offen, bezeichnet im Sprachgebrauch Wissen und Beachtung. Normalhin suchen Menschen das Licht und begeben sich gerne in eine unbekannte, bunte Welt, in der viel los ist, wenn sie auf Reisen gehen. Was hast du gesehen wird gleichgesetzt mit Was hast du erlebt? Dunkelheit hingegen wird oft als Blindheit verstanden und bedeutet Angst, Verlust, Trauer. Wir sehen schwarz, wenn uns alle Hoffnung fehlt. So könnte man es immer weiter spinnen. Weiß und Schwarz sind in der Farbenlehre keine Farben. Weiß ist das Zusammenkommen allen Lichts und Schwarz das Ausbleiben. Auch in der Mythologie steht Weiß für die Erkenntnis und das Glück, während Schwarz das Gegenteil bedeutet. Es ist die Unfarbe, das Zeichen für ewiges Darben und Traurigkeit in der Unterwelt. Die Heilpraktikerin Saskia John sieht das im wahrsten Sinne des Wortes anders. In den Jahren 2003 und 2005 hat sie sich für die absolute Abgeschiedenheit entschieden. Nicht weit gereist und doch in eine ganz andere Welt eingetaucht. Ihre spannende Reise in die Dunkelheit und absolute Stille beschreibt sie in dem Buch In den Tiefen meiner Seele, das im Herbst 2011 erscheint. In dem Moment, wo das Licht ausging, da ist wie so ein, als ob in mir etwas aufgegeben hat zu kämpfen. Und ich habe mich wie der Dunkelheit so es war wie so ein Prozess der Hingabe an die Dunkelheit. In meinem Buch beschreibe ich quasi alle meine Gedanken, alle meine Gefühle, was war wirklich in der Dunkelheit und was sind die Prozesse, die danach, also die Prozesse auf der emotionalen Ebene und auch auf der Erkenntnisebene, die danach stattgefunden haben. Ich habe im Jahr 2002 einen Artikel gelesen über Dunkeltherapie. Und der berührte diese beiden Seiten, diesen Forschergeist und diesen Erwachensruf in mir, auf eine ganz, ganz tiefe Weise. Ich hatte so das Gefühl, dass mit der Dunkeltherapie ich wirklich tiefer in die Ebenen eintauchen möchte, in die ich bei der Meditation auch reingehe und mir dort in der Dunkelheit dann diese unbewussten Schichten mehr ins Bewusstsein heben kann. Mein Betreuer kam einmal am Tag für 1 Stunde und der restlichen 23 Stunden war ich mit mir allein. Das war schon haarig, wenn man es mal so nennen darf. Und sehr tiefe Erfahrung auch mit diesem war wie ein Grenzbereich einfach. Als ich aus der Dunkeltherapie rauskam, war irgendwie, als ob die Welt anders war für mich. Und ich reagierte anders auf Menschen, anders auf die Umwelt, anders auf meine Kinder, anders auf meine Paarbeziehung, anders mit Klienten. Also die ganze Emotionalität in mir hatte sich verändert. Wo ich früher vielleicht aufgeregt oder wütend oder ärgerlich wurde, bemerkte ich jetzt mehr Gelassenheit, dass ich anders damit umgehen konnte. Oder wo ich früher in Tränen ausgebrochen wäre, merkte ich jetzt wie so einen inneren Frieden mehr damit. Also es hatte ganz, ganz tiefgreifende Wirkung und hat es bis heute. Alle meine Gefühle, alle meine Ursprungsgefühle sind mein inneres Kind. Alles, was ich irgendwie fühle, gehört zu meinem inneren Kind. Und das Kind ist bestrebt, schmerzhafte Gefühle erstmal zu verdrängen, weil ein Kind kann damit nicht gut umgehen. Und es versucht, sich der Umwelt anzupassen und entwickelt dann sowieso einen Überlebens- und Anpassungsmechanismus. Und dieser Überlebensmechanismus, der ist sehr wertvoll, nämlich in der Kindheit kommt man damit ganz gut durchs Leben und wächst auf und wird groß. Das Blöde ist, dass wir diesen Überlebensmechanismus auch ins Erwachsenenalter mit rübernehmen und wir uns immer noch an bestimmten Situationen verhalten, eigentlich wie wir es in der Kindheit gelernt haben. Und wir kriegen das aber gar nicht mehr mit, weil das so in unser Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das mehr unbewusst abläuft. Und dann kreieren wir uns auch im Erwachsenenleben so unsere Schwierigkeiten. Und in dieser Dunkelheit jetzt kommt diese Energie hoch, in seiner Reinkultur auch. Es kann jetzt quasi über meinen Erwachsenenverstand, den ich ja heute habe, in Verbindung getreten werden mit dieser Kindenergie. Und gleichzeitig durch das Anschauen aus dem heutigen Erwachsenenbewusstsein können die Situationen nochmal neu oder anders bewertet, beurteilt werden. Und es findet wie so ein Aha-Effekt statt, wo wir das, was damals schmerzhaft war, neu anschauen können und dann weniger
durch die Erklärung, die man sich jetzt auch als Erwachsener geben kann, man die ganzen Dinge nochmal neu und anders anschauen kann. Und das ist wie so ein Heilungsprozess, sodass ich in bestimmten Situationen, auch wenn es kritisch wird, nicht in so eine Kindenergie verfalle und mich dann nur noch kindlich auf mein Gegenüber beziehen kann und meine Ebenbürtigkeit verloren geht. Ich hatte, bevor ich in die Dunkelheit ging, schon einen guten Kontakt zu meinem inneren Kind, zu meiner Kindenergie, durch die Therapie auch, in der ich mich da reinbegeben hatte. Und das habe ich natürlich in der Dunkelheit sehr gut anwenden können. Aber man kann auch in die Dunkelheit gehen und dann den Kontakt auch erst herstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dieses Thema Angst vor dem Tod kam ganz doll auf in beiden Dunkelerfahrungen. Wenn man sich noch nie mit diesen inneren Ebenen in sich selbst befasst hat, dann kommen die alle natürlich beim Sterben hoch, weil da brechen alle unsere Gerüste, die wir so um uns aufgebaut haben, die brechen ja da alle weg und dann kommt genau das Innerste alles hoch, was auch bei der Dunkeltherapie alles hochgekommen ist. Und je mehr einem das vorher schon alles klar ist und man die Sachen auch in Leichtigkeit transformieren konnte oder in mehr Ruhe, in mehr innere Gelassenheit, dann kann man einfach auch einen anderen Weg sterben, also einen anderen Weg in den Tod reingehen, als wenn man dann mit lauter Panik konfrontiert wird und vor lauter Panik schon mal in Ohnmacht fällt und in Bewusstlosigkeit. Und da hat die Dunkelheit ganz doll geholfen, weil ich da in mir mit einer Schicht in Berührung kam, die ich vorher so nicht hatte. Wie so eine Schlange, zack, Haut um Haut und das, was da kommt, ist nicht ohne Haut. Es ist eine neue Haut oder die darunter liegende Haut. Und es fühlt sich dann einfach vollkommen anders an wieder. Das war Abenteuerurlaub, das war Integration von von allen möglichen Schichten in mir. Und es hatte auch einen Forschungscharakter, nämlich diese unberührten Ebenen irgendwie zu erforschen.